haben einen Auftrag. Markus 16, Matthäus 28. Geh hinaus in die Welt, verkündige das Evangelium, zeig der Welt, dass Jesus lebt. Aber wo ich das jeder gehört, das schaffst du nicht. Du sprichst kein Deutsch. Ist mir eigentlich egal. Der andere bist. Wenn Gott dir etwas sagt, hat er gesagt. Such a love, you have sent your son to save what's lost. Бог так расположил, Aber der Herr hat es so что vorgesehen, у каждого есть свое дарование. dass jeder seine Gabe hat. И моя и твоя задача найти свой дар или свое предназначение в теле. Und deine und meine Aufgabe ist es, seine Gabe zu finden im Leib И совершенствовать это дарование. und diese Gabe zu vollkommener zu machen. Когда ты обнаружишь, что ты находишься в теле, Wenn du entdeckst, dass du in einem Leib bist, не забудь, что это просто событие. dann vergiss bitte nicht, dass es ein Ereignis ist. Должен начинаться процесс. Und er möchte, dass seine Herrlichkeit wieder sichtbar wird auf seiner Erde. Das ist das, was das Bild des Garten Edens ist, dass seine Gegenwart dort sichtbar ist. Er möchte, dass Familien wieder zusammenkommen und ganz zum Schluss die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung, bis er dann wieder was Neues macht. Auch interessant, aber mal anderes Thema. Aber Gott möchte, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und Gott hat seine Gemeinde ausgesucht, dass seine Herrlichkeit dort wohnt. Gott wohnt nicht mehr in Jerusalem im Tempel. Ne? Wenn du so im Alten Testament gefragt hast, wo kann ich Gott finden, dann werden sie dir sagen, wenn du in Jerusalem am Tempel bist, dann kannst du verschiedene Rituale erfüllen und dann kannst du ihm nahe kommen. Aber du kannst ihm nicht begegnen. Das war für uns als normale Menschen nicht möglich. Ne? Aber als Jesus am Kreuz gestorben ist und der Vorhang zerrissen ist, da ist nicht nur die Möglichkeit gekommen, dass wir zu Gott kommen können, sondern Gott hat auch diesen Ort verlassen. Er wohnt dort nicht mehr. Heute wohnt Gott im Menschen. Er wohnt in dir, er wohnt in mir, wenn du ihn aufgenommen hast. Und er wohnt in der Fülle in seiner Gemeinde. Vertan mit Я dir. не верю, что он ошибся. Und das glaube ich nicht. Я верю, что в одном из 5 Und ich glaube, dass in einen von он diesen хочет 5 видеть тебя. möchte er dich И он sehen, хочет оснастить тебя, dich ausrüsten, чтобы ты был там, где Бог хотел бы тебя dass du da bist, wo der Herr dich sehen möchte. видеть. У нас будут 5 различных классов, Also diese 5 verschiedene Räume werden zur 5 Verfügung gestellt, различных спикеров. 5 verschiedene Sprecher. Если это будет производиться на русском, будет перевод на немецкий. Wenn es in Russisch sein wird, dann wird es übersetzt aufs Deutsche. Если это будет на немецком, будет переводиться на Und wenn русский. es auf Deutsch sein wird, dann wird es übersetzt in Russisch. Много различная благодать. Häufig habe ich den Eindruck, dass wir uns manchmal so hinstellen und sagen, Gott, du würdest zwar helfen, aber ich kann ja auch selber machen. Und manchmal scheint es so, dass sich auch wirklich was verändert. Aber wenn alles in unserem Leben nicht vom Gebet begleitet wird, dann wird es auf lange Sicht scheitern. All unsere Anliegen, all unsere Ziele in der Zukunft, alles, was wir mit der Gemeinde planen, wenn das nicht vom Gebet begleitet wird, dann wird es irgendwann einfach zerbrechen. Also der Leiter, der Hauptleiter, der einem Team vorsteht, er muss eins verstehen, dass er der Erste untergleichen ist. Er muss verstehen, dass die Schwester, der Bruder, der vor ihm steht, nicht untergeordnet ist oder kleiner vom Rang ist. Und wenn ein Team Ratschläge gibt oder mithilft, in Ratschläge zu geben. Waren kaum bekehrt und das nächste, was wir ihnen beigebracht haben, ist, dass du erzählst von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das war uns wichtig, ne? Gott begegnen und als zweites gleich jedem beizubringen,
Wir haben gesagt, der zu uns in die Jugend kommt, der muss nachts um 3, wenn ich ihn wecke, muss er mir sein Zeugnis erzählen können und das Evangelium. Und wir haben gesagt, das ist für uns das Wichtigste, dass wir es einfach können. Er muss nicht 10 Gebote auswendig können und Psalm 23 und alles das ist gut und das ist wichtig, aber für uns war wichtig, ein Zeugnis zu können. Wie bin ich Gott begegnet? Was hat Gott in meinem Leben gemacht? Und das Zweite ist, wie kann ich das Evangelium so erzählen, dass die jungen Leute heutzutage auch verstehen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Männer und Frauen Gottes, die darin beschrieben sind, großartige Dinge erlebt haben. Dass sie großartige Dinge mit Gott vollbracht haben. Denken wir an das Alte Testament. Daniel, Abraham, Hannah, alles Männer und Frauen Gottes, die große Sachen vollbracht haben. Aber wir sehen auch, wenn wir ihre Geschichte lesen, dass sie ein aktives Gebetsleben haben. Что бы мы с вами вместе с Господом не смогли сделать? Was könnten wir mit Gott zusammen nicht tun? Есть что-нибудь для нас невозможное? Gibt es etwas, was unmöglich ist? Павел принял решение. Paulus hat eine Entscheidung Павел getroffen. двигался в этом направлении. Paulus hat sich bewegt И in как dieser. выяснилось, Бог был очень согласен с этим решением Павла. Ihr habt heute die richtige Entscheidung getroffen und ihr habt heute die richtige Priorität gesetzt. Warum sind wir heute hier? Weil wir mehr wollen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Mit dem, was wir bis heute erreicht haben, sind wir nicht zufrieden. Wir wollen wachsen in der Liebe zu Christus. Wir wollen wachsen im Glauben. Wir wollen wachsen im Dienst. Хочу, чтобы начиная с этого дня, Und ich möchte, dass wir von diesem Tag или an лучше beginnen продолжая с этого дня, und weiterhin von diesem Tag мы an, видели в каждом из нас славу Божью. dass wir ineinander die Herrlichkeit И Gottes все beginnen zu делали для sehen. того, чтобы эта слава росла.